Willkommen zurück zu Genshin Impact. Ja, vor 2 Tagen ist die neue Version, die 3.6, rausgekommen. Und zusammen mit der 3.6 sind einerseits ein neues Gebiet in Sumeru rausgekommen. Das hier, wo, ich meine, Sumeru ist an sich schon ein riesiges Gebiet. Aber jetzt kommt einfach noch mehr dazu, weil, ja, wir brauchen mehr. Ich freue mich über mehr Gebiet. Andererseits werde ich für die Statue der 7 in Sumeru jetzt noch mehr Dendrokulusse sammeln müssen. Wo ich gar keinen Bock drauf habe mehr. Wenn ihr nicht wisst, was Dendrokulusse sind, wenn ihr nicht Genshin spielt, ich habe gar keinen. Stimmt. Sind im Prinzip auf der Map Collectibles, die man quasi bei einer Statue der 7 quasi den dicken Teleportern abgeben kann. Und naja, im ersten Gebiet, in Mondstadt, gab es, glaube ich, so knapp unter 100 zu sammeln. Oder so. In Liyue gab es, ich glaube, 200 oder so. In Inazuma gab es sogar wieder ein bisschen weniger. Und in Sumeru gibt es einfach gefühlt endlos. Hier. Steht ja, glaube ich, hier, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, es steht nicht, wie viele insgesamt. Aber ihr seht allein jetzt, ich brauche 35 weitere. Ich glaube, Sumeru hat weit über irgendwie 300 oder so jetzt schon. Also, Spaß. Aber ja. Neues Gebiet, aber ebenfalls, was wir uns nämlich heute auch anschauen werden, ist ein neuer Legendenauftrag, beziehungsweise Story Quest, wie es im Englischen heißt, weil Englisch ist einfach besser. Nahidas Zweite Story Quest ist draußen. Die erste habe ich halt schon privat gespielt gehabt, bevor ich überhaupt angefangen habe mit YouTube-Videos zu Genshin. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht mehr zeigen. Aber wir werden die zweite auf jeden Fall spielen, weil auch in der zweiten ein neuer World-Boss, also ein so wöchentlicher Bossgegner, in das Spiel reinkommen wird. Und ich bin sehr gespannt. Bevor ich jetzt starte, ich werde ganz kurz jetzt sagen oder recappen, was quasi in Story Quest 1 passiert war. Deswegen, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann... Warum schaut ihr überhaupt dieses Video? Das geht um Story Quest 2, hallo? Ja, deswegen am besten vielleicht weghören, selber spielen, bei anderen schauen. Naja. Im Prinzip, um Story Quest 1 zu erklären, müssen wir erstmal in die Story von Sumeru zurückgehen, in Akt. Wir haben 3.2 Akt, Finale von quasi der Main Sumeru Story, wo man am Ende gegen hier Scaramouche gekämpft hat in seinem gigantischen Roboter, ihn besiegt hat und dann hat man Rukkhadevata, den vorherigen Dendroarchon, quasi Erinnerungen von der getroffen in Irminsul. Und basically Nahida musste alle Erinnerungen an Rukkhadevata löschen. Was dazu geführt hat, dass abgesehen vom Traveler selbst, also dem eigenen Charakter, dem Charakter hier, für mich, alle Leute vergessen haben, dass Rukkhadevata überhaupt existiert hat. Selbst Nahida selbst hat es vergessen. Und Paimon hat es scheinbar auch vergessen. Also wirklich jeder außer dem Traveler. Weil Traveler halt wahrscheinlich nicht von dieser Welt ist, deswegen tut Irminsul den Traveler nicht beeinflussen. So. Das, Rukkhadevata ist wie gesagt gelöscht. Selbst Nahida weiß es nicht mehr. Und ich habe nicht gedacht, dass die Story schon hier startet. Okay, wir warten auf diesem Screen jetzt. Das war erstmal. So, dann erste Story Quest von Nahida. Da ging es darum, dass ein Typ aus Sumeru, dass die Leute in Sumeru haben ja jetzt quasi nach Ende der Story, hatten sie endlich wieder die Möglichkeit zu träumen, weil das Akasha Terminal, dieses Ding, was sie am Ohr hatten quasi,
was quasi so eine Art Verbindung zum Internet war, basically, hat quasi die davon abgehalten zu schlafen, weil ihre Energie gestohlen wurde quasi darüber. Und ihre Träume wurden gestohlen. Jetzt, nachdem das Ding weg war, konnten die Leute wieder träumen, aber es war halt seltsam und deswegen haben sie quasi uns und letztendlich dann auch Nahida um Hilfe gefragt. Dann gab es irgendeinen Typen, der die Akasha-Terminals genutzt hat, um weiterhin Leute in Träume und so zu locken, wo sie zum Beispiel geliebte Personen wiedersehen und sowas und deswegen bleiben die willentlich in den Träumen drin. Das hat er gemacht, weil er eine Person, die gestorben ist, wiedersehen wollte. Ziemlich gute Quest gewesen. Und im Prinzip, es war sehr gut mit Nahida verbunden, halt, weil sie ist ja quasi so ein bisschen auslösend für alles mit den Akasha-Terminals gewesen hat jetzt wieder abgeschaltet und hat auch darüber geredet, wie es halt philosophisch mit dem ist, dass er hat halt der Akasha-Terminals genutzt, weil er eine geliebte Person wiedersehen wollte und alles. Und so ein bisschen mit der gesamten Sache mit Sumeru, wie Sumeru an sich als Society funktioniert hat. Und letztendlich kam noch eine kleine Szene mit Rukkhadevata, wo quasi so ein bisschen Schimmern im Himmel war, wo so ein bisschen Vermutung war, es war so ein bisschen Rukkhadevata, so quasi als ein Schutzgott von oben runterschauend oder irgendwie sowas, sage ich jetzt mal. Und Nahida hatte das Gefühl, sie kennt die Person, aber oder die Person, was auch immer das war, hat sich bekannt angefühlt, aber sie wollte es gar nicht genauer wissen, weil sie ein Gefühl hatte, dass sie es nicht genauer wissen sollte. Und dann hat der Traveler entschieden, wird es auch nicht verraten. Jetzt bin ich gespannt, ob es darauf irgendwie sich eingegangen wird noch oder ob es jetzt einfach komplett neu ist. Gut. Das war mein Intro gewesen zu Warum spielen wir hier? So. Und jetzt ist Nahida hier lang gegangen. Nahida! I didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Das Übliche halt. Allen möglichen helfen. Bergbauen, Fischen, Karten spielen, Kristallschmied. Das ist zu real. Das ist zu real. Das ist zu real. Leider. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. Mhm. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. Okay. What is that? Das ist sicher der Einfluss von Ermin's Don't Soul. worry, we'll help you remember. Das ist interessant. Sehr interessant. Jetzt hat sie irgendwie auch... Kommt das vom Wanderer oder von dem, was wir in der Main Story gemacht haben? Ich vermute mal, es hat eher auch... Wir haben Ermin's Soul gerettet. Es bezieht sich eher auf die Main Story. Allerdings gleichzeitig... Ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich vermute, um diese Quest zu spielen, muss man die Story mit dem Wanderer gemacht haben. Vermute ich mal sehr. Wenn ich dran denke, schaue ich mal nach und blende hier ein, ob man die gemacht haben muss. Ich vermute, das kann auch noch damit zusammenhängen. Aber wer weiß. Vielleicht können wir helfen. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. Mhm. Okay. Das ist keiner dieser Erinnerungssteine, richtig? Oh, it's beautiful. Oder bin ich... It looks like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. Heiligtum von... Ich kann mich nicht erinnern, wo das gerade ist. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. Rukkhadevata wahrscheinlich. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. Wahrscheinlich in der Hinterlassenschaft der höheren Herren Rukkhadevata. Greater Lord Rukkhadevata. Ich benutze gerne die englischen Begriffe, weil ich meistens Englisch spiele, aber für YouTube, für deutschen Kanal sind halt deutsche Untertitel und so schon logischer und besser. Wahrscheinlich in der Hinterlassenschaft von Rukkhadevata, aber was mit den verschollenen Erinnerungen? Stimmt, das war, was ich meinte, Rukkhadevata, nochmal um gerade klarzustellen. Der Traveler hat sich letztendlich schon entschieden, quasi Nahida nicht von Rukkhadevata zu erzählen. Ich denke, das wird auch weiter so bleiben. Deswegen mal interessant. Do you have any ideas?
Ich weiß auch nicht, aber es beunruhigt mich. You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Oh. Schwebende Hüte. Was? Hey, get out! You shouldn't be around here! Warum ist eine Hydropilzbestie hier? I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. Interessant. But Great Dendro Archon, it's a monster! Und, aber Göttin, es ist doch nur ein Monster, das kann uns nichts sagen. Ich habe gerade zwar mit ihm gesprochen, aber nein. Hä? Er redet so mit dem Monster so, geh hier weg, bevor ich dich angreife. Und dann sagt er ihm 2 Sekunden später, aber nein, das Ding kann nicht so intelligent sein, dass es uns etwas sagen will. Es ist doch nur ein Monster. Was? Verstehe ich gerade was falsch? Don't worry. Hä? Ja. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Mm-hmm. Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. Nahida, bring mir das bitte bei, ich will mit Bongo-Head I sprechen. can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but... Paimon, remember Bongo-Head. Ich frage mich, wenn man das Event mit Bongo-Head nicht gespielt hat, ist das hier trotzdem die einzige Option, die kommt, oder ändert sich der Dialog so ein bisschen? Weil ist so interessant. Wie ich Genshin kennen würde, würde ich sogar vermuten, dass sich der Dialog ändert, weil es ja eine Event-Quest war und nicht required ist. That's true. Okay, let's go take a look. All right, lead the way, little fungi. Oh, ich bin froh, dass Bongo-Head gereferenced wurde. While others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. Das hasse ich ja. Das hasse ich ja in jedem Spiel. Running Speed ist zu schnell, Walking Speed ist zu langsam. Warum? Eine weitere schwebende Pestis. Oh, mein Lieblingscharakter. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. Very strange. Zufälligerweise ist es keine This normale fungus Krankheit. didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? Was? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Es ist also nur äußerlich als eine Pilzbestie. Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all.
There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. Interesting. Ein Wesen komplett aus Elementarenergie. Das sich einfach so getarnt hat als ein Pilz. Schwebende Hydropilzbestie Strich Elementarwesen. Überraschte schwebende Hydropilz. Glückliche schwebende My Hydropilzbestie. power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro. Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, well, Okay. no need to take it seriously. It's no big deal. Also, ich werde jetzt nicht so überrascht tun bei so anders Aussagen. Ich habe ja die 3.6 Livestream-Trailer habe ich ja gesehen. Deswegen weiß ich so in etwa, was hier so, worum es in etwa gehen wird. Und ich werde mich auch nicht zurückhalten damit, dass ich dieses Wissen habe und nicht so, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wohin könnte das in etwa führen. Deswegen, ja, wenn ihr komplett ohne den Livestream blind wirklich sein wollt, wenn ihr euch das so wichtig ist, werde ich jetzt so ein bisschen darüber vermuten, was in etwa los ist von dem, was ich von Livestream weiß. Also, wir wissen, wir kommen in ein Gebiet, wo wahrscheinlich vor 500 Jahren im Krieg von Kanria die ganzen Monster rausgekommen sind. Und wir wissen, dass es mit dem Dendro-Drachen zu tun haben wird, der irgendwie, ich glaube, krank geworden ist. Ich würde gerade vermuten, dass diese Pilzbestie, so ein Elementarwesen, vom Drachen her stammt. Und quasi so nach dem Motto ist, der Drache hat es gemacht, um zu Nahida zu gehen, um sie zur Hilfe zu rufen oder irgendwie sowas. Does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? Du musst nicht plötzlich an dir You selbst must zweifeln. understand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. Wie der Traveler You're lächelt. not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. Okay. Nahida, ich habe dich eben um Hilfe I gefragt was für Bongo confident Head. that Ich I habe knew eine neue all Hilfe the creatures gefunden. into that. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. Stimmt, sehr interessant. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence.
die Musik. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. Aww. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. Mhm. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Okay, also bist nicht vom Drachen. Aber wie kann es sein, dass du jetzt wieder Don't worry, existierst? we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Oh. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. Okay. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Ja. Yes, how could you forget? Meinst du? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So the void of elemental power was Ah. left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Alter, die Sonne gerade. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. Interessant jetzt, dass manche Leute halt, die von der, dass jetzt nicht nur Menschen vom verbotenen Wissen betroffen waren, halt auch andere Wesen, ist verständlich. Aber halt auch, dass bei Menschen hat ja das verbotene Wissen zu, wie hieß die Krankheit? Irgend so einer Krankheit geführt, dass quasi die Haut von Menschen zu Schuppen wurde oder sowas. Oder dass quasi sie Schuppen auf der Haut hatten und dann Atemprobleme bekommen haben und sowas. Und bei Elementarwesen und sowas wurden die korruptiert einfach. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now.
Jupp. Einfach mal Nachricht, was Internet verschickt. That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Okay. Sehr interessant. Vereinbarung. Wird interessant sein, wird wahrscheinlich etwas sein, was original Ruka Devata gemacht hat. Ich muss gerade so. Alter, mein Kopf. Ich muss gerade so eine dumme Idee im Kopf haben. So, wo Nahida so quasi so steht und so quasi halt so ihre Dendo-Energie wegschickt, um so Leute zu kontaktieren, muss ich mir gerade so ein super dummes Bild vorstellen, wie sie so auf WhatsApp jemandem schreibt. Was ist falsch mit mir? Hmm? Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along. Okay. Interesting. Sapienta Ormatis. Akt 2. Rückkehr in die Heimat. Begib dich deutlich nur, was Ende wartet. Da vorne, okay. Ich habe mittlerweile im Übrigen gesehen ein bisschen anderes Team, was ich so ein bisschen, so 2 Teams, die ich so ein bisschen probiere. Hier, Shangling war jetzt nur testweise gerade hier drin. Ich werde jetzt wieder das Team gerade nehmen für Erkundung. Aber ich werde mal mein hier Elektro-Dendro-Team mit Raiden Shogun nehmen, für wenn wir später in der Story einen Kampf haben werden. Aber Wanderer ist halt einfach zu gut für Exploration. Very concerned about. Die verschwommene Erinnerung oder der Kristall? Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. Oh. Exactly. So eine Verbindung? The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Müssen wir es halt untersuchen. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. Interessant, dass sie nicht ihm sagen will, dass sie quasi diesen Kristall mit seiner Elementarenergie hat. Und was der bedeuten Here's a sollte. little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ah! Enemies! You're up, traveler! Danke, Paimon. Oh, ich wollte gerade Team wechseln. I see everything. Whatever. Das sind kleinere Gegner. Das ist nicht das Problem. Bam. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands.
Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most Interesting. important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Ja, ich glaube, geht gerade einfach Evolution natürlich. Aber für die halt ein Although bisschen this is besonderer. common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Oder Nahida. Growth. Okay, von mir Paimon aus gets it das. now. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. Interesting. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry you. Oh, ich war zu schnell. I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name. Was kommt You jetzt? know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Hey, don't shit talk Bongo Head. Paimon thinks that name is great. Finde ich auch. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. Je öfter Bongo Head gemenschen wird, es würde mich so sehr interessieren, ob sich der Dialog ändert, That's right. wenn man die Event-Quests nicht gespielt hat. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Namen vom Kind. Boah, das muss wehtun. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Wow. Okay. Yes, this way. We're almost... Da wir scheinbar nur eskortieren. So. Yep. Spaß. It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. Moment. Ist das Withering, wenn ein Elementarwesen It's the stirbt? last form we take when we are at the end of our life. Oh. But
It's trying to say Oh. that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, Wow. this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering, but what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. Das kann ich allein aus stehenden Punkt. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the withering countless times. Okay. Interesting. I'm stuck. Why stuck? Da hinten. Oh. Bin blind, scheinbar. Oh, 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 stimmt. Everyone hold hands. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, die Bosse spawnen erst, wenn ich einmal mit der Blume interagiert habe. Internet. There is no escape. Committed to memory. Okay, meine Internetverbindung will gerade nicht. Illusion shattered. Warum? Warum? Was ist los? Was ist los? As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of, so it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering? It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Es ist so schlimm. Ich kann so das Akasha Terminal
Und jetzt Nahida, weil quasi sie das noch so auch kann, so ein bisschen. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen, seit ich diesen Vergleich mit zum Beispiel WhatsApp habe. Ich muss mir jetzt einfach vorstellen, dass ich so eine typische WhatsApp-Benachrichtigung gerade im Kopf bekomme. So bling. Und das macht es einfach nur noch lustig und nicht mehr ernst zu nehmen. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Alright. Interesting. Also ich bin so gespannt, wieso bin ich seit 40 Minuten am Aufnehmen? Oh. Okay. Ich beende an dieser Stelle das Video und ich würde sagen, We're close now. It's just a little further inside. Warum? Ich bin 50 Meter entfernt, Spiel. Ich habe nicht Wir machen an dieser Stelle im nächsten Video weiter. Bis dann. Ciao.